Hallo Freunde, wusstet ihr, dass nicht nur Regen und Schnee vom Himmel fallen, sondern auch Eidechsen und Spinnen? Steine können durch die Wüste wandern, Wälder tanzen und der Boden bricht buchstäblich unter ihren Füßen zusammen. Warum rede ich darüber? In diesem interessanten Teil erfahren Sie gleich, welche unerklärlichen Dinge sich auf der ganzen Welt verbreitet haben. Lass uns kalt werden. Im Jahr 2020 war es sehr kalt, sogar in den 4 US-Bundesstaaten, in denen Kälte nicht angewendet wird, in Louisiana, South und North Carolina und sogar in 4 Georgia. Die Temperaturen fielen unter den Gefrierpunkt, was in diesen Gebieten sehr selten vorkommt. Bewohner Floridas und einiger anderer Bundesstaaten bemerkten das am Morgen zu Hause am Boden. Direkt unter ihren Füßen liegt eine große Anzahl gelähmter Eidechsen. Die kältesten Nächte der letzten Jahre bereiteten den Reptilien große Probleme, sie erlitten Erfrierungen und diejenigen, die sich nicht an den Ästen festhielten, fielen hin. Die Anwohner mussten ständig nach oben schauen. Erwachsene Individuen können eine Länge von bis zu 1,5 Metern und ein Gewicht von bis zu 9 kg erreichen. Das als Moving Stones bekannte Phänomen wurde durch das Death Valley im nordamerikanischen Kalifornien populär, bei dem Steine hintereinander angeordnet waren. Sie hinterlassen lange und tiefe Furchen und ziehen durch die Wüste. Es gibt viele Videos und Tests. Dieses Phänomen ist real. Wissenschaftler haben auf einigen Steinen sogar eine GPS-Navigation angebracht. Wissenschaftler glauben, dass die Bewegung der Steine durch eine dünne Eisschicht verursacht wird, die sich in kalten Nächten auf der Wüstenoberfläche bildet. Bisher ist es die logischste Version, allerdings gibt es auch einige Ungereimtheiten darin. Ist die regelmäßige Eisbildung die Ursache für dieses Phänomen? Warum kommt dieses Phänomen also selten vor? Die Steine werden nur alle 2 bis 3 Jahre in Bewegung gesetzt, wobei die meisten Spuren 3 bis 4 Jahre lang bestehen bleiben. Steine mit gerippter Unterseite bleiben gerade liegen. Sündenspuren und auf der flachen Seite liegende Steine wandern hin und her. Bis heute ist nicht ganz klar, wodurch sich die Steine genau bewegen. Karstgruben gehören zu den unangenehmsten Phänomenen der Welt. Es ist sehr schwer vorherzusagen, wo sich als nächstes eine solche Grube bilden wird und welche Folgen dies haben wird. Manchmal lässt sich eine Bodenerosion durch Grundwassereinwirkung leicht vorhersagen, ein anderes Mal kommt es an völlig unerwarteten Stellen zu Bodensenkungen. In einem der städtischen Gebiete der guatemaltekischen Metropole bildete sich am helllichten Tag eine riesige Karstgrube mit einer Tiefe von mehr als 100 m und einem Durchmesser von etwa 20 m. Laut Medien auf der ganzen Welt stürzten in dieser Grube 10 Wohngebäude ein. Sie benannten diese Depression in »Schwarzes Loch« oder »Tor zur Hölle« um. Die guatemaltekische Regierung investierte mehr als 2,7 Millionen $, um die Folgen des Erdrutschs zu beseitigen. Das Problem ist, dass es an vielen Orten der Welt zu Einbrüchen kommt. Es kommt von der eisernen Regelmäßigkeit. Als Beispiel können wir zahlreiche Dolinen an den Ufern des Toten Meeres nennen. Dort ähnelt die Erde durch sie einem gespendeten Emmentaler-Käse. Mehr als 1000 dieser Dolinen wurden gezählt und ihre Zahl nimmt ständig zu. Löcher sind für die Bewohner dieser Region eine echte Katastrophe. Sie haben bereits die Gewissheit verloren, festen Boden unter ihren Füßen zu haben. Im Jahr 2014 fegte ein gewaltiger Sturm mit Hagel über Sibirien. Es ist überraschend, dass dies mitten im Sommer geschah, als die Menschen im Urlaub waren. Und sie ruhten sich an einem Strand in Novosibirsk aus und wurden aus heiterem Himmel von riesigen Eisbrocken bombardiert. Ähnliche Szenen waren in vielen anderen sibirischen Städten zu beobachten, aber der Sturm war überall und es gab kein Entkommen. Aber was könnte schlimmer sein als gefrierender Regen? Wie wäre es mit einem Spinnenregen? Genau solch ein Regen fiel kürzlich in Südaustralien. Bald darauf gelang es, die Ursache dieses Phänomens zu finden. Laut Biologen ist der Spinnenregen kein Vorbote der nahenden Apokalypse, sondern ein Naturphänomen. Wie ein Naturforscher vom Australian Museum erklärte, nutzen Spinnen Flugzeuge, mit denen diese Tiere während ihrer Wanderung Netze auf Baumwipfeln weben. Diese Tiere weben Netze in den Baumkronen. Dann werden sie zusammen mit dem geflochtenen Netz vom Wind weit weg von ihrem ursprünglichen Platz getragen. Laut Wissenschaftlern können Spinnen in einer Höhe von bis zu 3 Kilometern über dem Boden schweben. Spinnenregen fallen nicht nur in Australien. Ähnliche Spinnenregen wurden auf der ganzen Welt gemeldet. Also, falls Sie es jemals morgens bemerken,
Der Himmel ist voller Spinnen, keine Panik, Sie wissen warum. Ein Vulkanausbruch ist ein schreckliches und spektakuläres Phänomen, manchmal kommt es sogar noch häufiger vor. Dieses Video wurde beispielsweise auf den Philippinen in der Nähe des Vulkans Manila gedreht. Obwohl der Vulkan selbst relativ klein ist, begann Lava zu spucken. Ihr Ausbruch ließ viele atemlos zurück. Fotos und Videoaufnahmen gingen um die Welt. Der Ausbruch wurde von einem Naturphänomen namens Dirty Storm begleitet, bei dem sich Wolken durch Blitze in Asche verwandeln, elektrische Entladungen aufsteigen und Vulkane entstehen und in den Himmel aufsteigen. Es war ein ziemlich erschreckender Anblick, aber gleichzeitig bezaubernd. Viele vergleichen dieses Spektakel mit apokalyptischen Szenen und nennen den Ausbruch den Zorn der Götter. Eines der schrecklichsten und zerstörerischsten Naturphänomene für den Menschen ist ein Erdrutsch. Berge, Steine, abgebrochene Baumstücke und Abfälle rasen den Hang hinunter, sie werden durch ihr eigenes Gewicht angetrieben, alles, was der rutschenden Masse in den Weg kommt, wird ein Teil davon kann daher in kurzer Zeit ein Gewicht von mehreren 10 Tonnen erreichen. Glücklicherweise bleibt die herabstürzende Masse in vielen Fällen zwar gering, kann aber dennoch zu erheblichen Schäden führen. Die größten Erdrutsche der Geschichte. Andere Planeten sind schon vor langer Zeit passiert, der größte davon in der Geschichte der Menschheit ereignete sich in Amerika, in einem Staat mit einer Fläche von etwa 2000 Quadratkilometern, einem Erdrutsch, der Geschwindigkeiten von bis zu 100 Kilometer pro Stunde erreichte, einem Wald tanzende Bäume wuchsen in der Region Kaliningrad und es gibt noch keine eindeutige Erklärung für ihren Ursprung. Warum haben Baumstämme diesen Namen bekommen? In diesem Wald sind sie auf mysteriöse Weise in die Form einer Schleife oder Spirale gedreht. Der Wald wurde in den 60er Jahren gepflanzt. Im vergangenen Jahrhundert war es notwendig, die Widerstandsfähigkeit des lokalen Sandbodens gegenüber Witterungseinflüssen zu erhöhen. Einer der Theorien zufolge ist der tanzende Wald übrigens durch die Instabilität des Sandes im Boden entstanden, einer anderen Theorie zufolge sind starke Winde für die seltsame Form der Stämme verantwortlich, und laut Hypothese 3 schuld daran sind schädliche Insekten, deren Invasion einst im Wald registriert wurde. Viele neigen zu der Version, dass die Stämme durch gefräßige Schmetterlingsraupen zerstört wurden, es gibt auch diejenigen, die hinter allem das Wirken höherer Kräfte sehen. Und sie glauben, dass der tanzende Wald tatsächlich ein Ort ist, an dem die Ströme positiver und negativer Astralenergie zusammenlaufen. Wie die Bewohner der Stadt Quill im amerikanischen Bundesstaat Washington sehr überrascht waren, als anstelle gewöhnlicher Tropfen seltsame Klumpen einer durchsichtigen, geléartigen Substanz aus einer Gewitterwolke auf sie fielen. Diese Niederschläge wurden auf einer Gesamtfläche von 58 Quadratkilometern beobachtet und es ist überraschend, dass jeder, der mit dieser Substanz in Kontakt kam, bald erkältungsähnliche Symptome verspürte, als einer der Anwohner sie bekam. Eine Probe des gefallenen Klumpens, die an das Labor geschickt wurde, enthielt Leukozyten, weiße Blutkörperchen und zusätzlich menschliche. Manche Leute glauben, dass die abgelegene Stadt Quill einfach zum Testgelände für eine neue militärische Biowaffe wurde, aber niemand hat bisher eine zufriedenstellendere Erklärung für dieses mysteriöse Phänomen gefunden. Und das ist alles für heute, Freunde in den Kommentaren. Schreiben Sie, was das seltsamste oder mysteriöseste Naturphänomen ist, dem Sie begegnet sind. Bitte liken und abonnieren Sie unseren Kanal, wir sehen uns bald wieder.